meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal mit einem, Mischvideo, denn einerseits vielleicht habt ihr es instantly schon bemerkt, wir haben jetzt die neue Kamera, die wir offiziell in der Lego-Stadt ausprobieren möchten, ob die besser funktioniert als die alte, speziell mit dem Fokus, ihr wisst, ja, das war so eine Sache. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir nehmen die einfach mal mit und hoffen, dass die besser funktioniert. Wir können sie noch zurückgeben. Möchten das natürlich nicht, weil das einfach ein großer Aufwand wäre, aber wir könnten noch, deswegen, wir hoffen aber, dass das funktioniert. Und natürlich wollen wir aber nicht nur mit der neuen Kamera filmen, das wäre ja Fahrt. Nein, wir machen auch noch einen kleinen Rundgang und zeigen euch Sets, die wir jetzt mitgenommen haben, denn unser kleiner Baumeister ist bei einem Wohlfühlwochenende bei Großmuttern und dafür werde ich gerügt für dieses Wort, das sehe ich jetzt schon. Und deswegen konnten wir das Auto vollpacken mit den Sets, die wir noch nicht heraufgefahren haben. Und jetzt, ja, ihr seht es, einige Neuerungen, die in nächster Zeit kommen werden, also quasi auch ein Sneak Peek auf die nächsten Videos. Genau. Ganz richtig, ja. Also ihr habt es, glaube ich, schon mal gehört, weil wir es gesagt haben, nehme ich an, wir hatten vorher eine Canon G7X Mark III, mit der wir sehr zufrieden waren. Ja. Es war auch eine sauteure Kamera, hat uns ungefähr 800 € gekostet, was mitunter der Grund war, warum wir die so lange jetzt genommen haben. Wir haben jetzt aber umgeschwenkt und sind jetzt auf eine Sony ZV-1 umgestiegen. Die ist ganz schwach. Die ein bisschen anders aussieht. Richter muss sich an das Design erst gewöhnen, aber wir probieren die jetzt mal aus und wir würden sagen, schauen wir eine kleine Runde durch Wild City und ihr schreibt uns dann in die Kommentare, ob ihr die Bildqualität jetzt besser findet. Genau. Was sehen wir hier, Frau Kollegin? Ich finde einen super Hafen. Daily Bugle. Also, ich habe schon gedacht, du filmst auf den Hafen. Nein, genau, wir haben den Daily Bugle jetzt mal hier platziert. Ihr seht, das ist noch der Aufbau, wie es auf der Packung vorgeschlagen wird. Wir sind jedoch stark am Überlegen, ob wir den nicht ein bisschen, wie sagt der Christoph immer, reduzieren oder weniger intensiv. Ja, richtig. Ja, so Superman-mäßig machen. Also in Wild City passieren zwar auch allerhand komische Dinge, aber ich bin von Anfang an am Überlegen gewesen, ob wir das dort, wo das Haus das Glas so zerberstet, ob wir das nicht ein bisschen entschärfen. Man kann das Set ja auch rückbauen auf normal. Vielleicht machen wir vorher aber sogar noch ein kleines Video dazu, nämlich ich finde, das ist ein echt cooles Set. Mal sehen. Also der Daily Bugle ist hier platziert. Übrigens, es ist jede Menge Chaos eigentlich. Ja. Es stehen überall Kisten und Schachteln am Boden. Bodenplatten sind gekommen und so weiter, weil wir eben das Auto extrem vollgeräumt gehabt haben. Ohne Kinderwagen passt so weil ziemlich viel hineingepasst hat. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Übrigens, es gibt heute Tee. Es ist ziemlich kalt hier, weil wir gerade erst hergekommen sind und die Heizung noch nicht so warm ist. Und ich falle gleich hier über die Kiste drüber. Aber Alter, ich sag's euch. Wir haben auch hier diese Regale wieder vollgeräumt. Ihr wisst ja, in unserer kleinen, aber feinen Wohnung, dort wo das Küchenstudio ist, haben wir ja immer wieder mal ein paar Minütchen Zeit, um Lego aufzubauen. Die Sets kommen dann hierher. Hier hat sich auch ein bisschen was getan, aber das kommt dann demnächst in die Stadt. Ich würde sagen, wir lassen auch zur Feier des Tages heute gleich mal einen Zug fahren. Das ist eine super Idee, natürlich. Ich bin ganz nervös, weil jetzt auch ich mal mit der neuen Kamera filmen darf. Ein Wahnsinn. Ja, wir werden sehen, ob der Zug fährt, genauso wie die Kamera funktioniert. Mal gucken. Sieht nicht so schlecht aus und ich würde sagen, filmen Sie auf den Zug, weil dann sehen wir, ob er auch bewegte Bilder aufnehmen kann. Ein Metroliner. In der freien Wildbahn. In freier Wildbahn. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja, das sieht immer gut aus. Ich glaube, sogar mit der schlechtesten Kamera würde das super aussehen. Ich sage, den lassen wir jetzt einfach mal fahren. Ja. Mit ihm gleist er uns nicht. Aber sieht ganz gut aus. Was hat sich sonst noch so getan? Es gibt ein mehr oder weniger großes Update zur Arcade. Wir haben
Fräulein ist irgendwo hängen geblieben. Gut, Oh no. kann man nichts machen. Dort hinten bei der Brücke. Und ich weiß auch schon, wer da Schuld hat. Ich sage den Namen jetzt nicht, aber eine Person, die dort hinten immer baut, hat da wahrscheinlich wieder bei der Brücke etwas herumgepfuscht. Niemals. Die Arcade ist jetzt, wir haben ja vor längerer Zeit, da kommt noch ein extra Video dazu, haben wir mal, wie heißen sie, sandblaue Steine bestellt. Die habe ich jetzt endlich verbaut. Es ist sich relativ gut ausgegangen mit der Steineanzahl, sieht jetzt ganz toll aus. Der obere Stock ist natürlich noch nicht eingerichtet, da, wie gesagt, werde ich mich noch ein bisschen damit spielen, da kommt auch noch ein Aber es sieht Video schon mal dazu. ganz cool aus. Aber ich würde auch sagen, dass das jetzt ganz nett aussieht, auch hier mit dieser Kurve der Monorail, die ja direkt über die Arcade drüber geht, aber Ja. sieht echt ganz Und cool aus. ich eigentlich. liebe ja diese Mauer mit den verschiedenen Farben. Das sieht so genial aus. Also das ist schon echt mega. Das sind eigentlich nur diese geriffelten Steine, aber es sieht wirklich, wirklich ganz nett aus. Ja. Danke für eure vielen Kommentare. Das Video ist jetzt zwar schon vor einiger Zeit gekommen, aber Rita hat viele Ideen zum Hogwarts bekommen. Oh ja. Das Einzige ist, sie hat ja jetzt auch die 2021er Sets mehr oder weniger aufgebaut. Wir haben jetzt wieder neues Material. Endlich ist jetzt auch Hogwarts hierher gekommen. Na, nicht Hogwarts. Das Mein Set hat Ritas Gott. Mutter aufgebaut, war Genau. jetzt, ich glaube, fast mehrere Monate lang Ist Hogsmeade, bitte. im Lager und das werden wir jetzt auch demnächst mal platzieren. Genau. Sie hat schon einen Vorschlag, den Christoph nicht gut gefallen hat, nämlich weg mit dem Eishockeyplatz. Wir stellen ihn statt dem Eishockeyplatz hin. Das hat Christoph gleich vergrämt. Ja. Aber gut. Kann man Mal nichts schauen. machen. Wasserfliesen. Übrigens auch noch danke, weil das erinnert mich gerade wieder an den super Stream, den wir hatten. Du erinnerst dich? Der dich auch ein bisschen vergrämt hat. Ja. Der liebe Alex, der mir da seine Hogwarts-Sachen gezeigt hat. Ja, das ist auch schon eine Zeit her jetzt, aber wir vergessen das natürlich nicht. Das vergesse ich niemals. So Begeistert schön. Von diesem Hogwarts Layout. Setup von Magical Brick World. Grüße gehen raus natürlich. Ja, Ich lasse mich wieder mal filmen. Ich muss schauen, ob die Ich Kamera bin- gut funktioniert. Ihr werdet das wahrscheinlich noch besser sehen. ich bin hin und weg. Leider ist mein Hogwarts noch immer nicht ganz so schön wie deins, aber ich arbeite dran. Ja, wir geben unser Bestes. Es dauert natürlich einiges an Zeit. Ich denke mal, wenn ich hier jetzt so auf den Screen sehe, das Hauptproblem, was wir mit unserer alten Kamera haben, die wir übrigens noch haben, also die ist noch im Lager, aber wir werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr verwenden, nur mehr in Notfällen, war, dass sie zwar sehr schöne Bilder gemacht hat, sie hat auch sehr toll fotografiert übrigens, aber speziell in diesem Raum hier, wo das Licht zwar schon gut ist, aber wo es natürlich nicht so hell ist wie draußen, Ja. hatte sie teilweise Probleme mit dem Autofokus. Speziell auch der Halloween-Bereich war katastrophal zu filmen. Ja, das dürfte ein Problem sein mit diesem Kameramodell. Also wenn ihr euch die Kamera kauft, sie ist toll, aber zum Filmen im Innenräumen nur bedingt geeignet. Sie hat teilweise extrem lange gebraucht, um kleine Sachen hier, wenn ich die Einstellung gewechselt habe, zu fokussieren. Und das sieht mit der neuen Kamera jetzt im ersten Augenblick eigentlich ganz gut aus. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein schärferes Bild von Wild City, noch ein schärferes Bild natürlich auch von Rita. Danke. Und ja, wir haben, wie gesagt, für das heutige Video jetzt bis auf die Arcade und ein paar Kleinigkeiten nicht so viel gebaut, aber wir haben so eine Freude mit unserer neuen Kamera, dass wir euch das da natürlich in einem Spezialvideo zeigen wollten. Aber irgendwo haben wir noch eine Kiste mitgenommen mit Schloss Löwenstein. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh. Die haben wir irgendwo hingeräumt. Ja, da sind wir gerade vorbeigegangen. Ich mache nochmal einen Rückzieher. Da machen wir noch einen Sneak Peek rein, denn das kommt jetzt auch demnächst. Das ist jetzt schon heroben. Ich sag's euch, ich bin ganz aufgeregt. Und mein Schneemonster habe ich auch irgendwo Ja, gebaut. da müssen wir auch echt zurück. Habe ich auch verräumt. Rita hat gestern schon so geschlafen. viele Sachen, ja. Und ich habe alles vom Auto hier raufgeräumt. Wir haben hier eine gigantisch große Kiste, wo das Schloss Löwenstein jetzt endlich drinnen ist. Oh mein Gott, es sieht von oben Nebenbei zwar auch, komisch aus, ja, aber gut. ein Minecraft-Set, welches ich mal bei Amazon ganz günstig gekauft habe, Ja. und auch die Erweiterung. Sieht von oben jetzt wirklich Ja. ein bisschen komisch aus. Es ist wahrscheinlich auch das ein oder andere wieder auseinandergefallen. Aber wir werden das jetzt mal heraus bekommen, irgendwie aus der Kiste, und dann versuchen wir,
das mal pro forma Aber das aufzustellen. wird so cool. Und was ich auch noch bauen möchte übrigens, ich habe einige Kommentare auch zu meinem Schwimmbad bekommen, was derzeit jetzt nicht mehr ganz so in ist, weil es ja doch schon etwas, ja, frostig draußen ist. Da haben sich auch viele gewünscht, dass ich einen Weg baue in das Schwimmbad und dass noch einige andere Tipps, was ich noch verschönern könnte. Ich werde mich auch daran machen. Also ich bin nicht nur im Winter dort, sondern natürlich auch noch bei anderen Bereichen. Ja, auch im Halloween Park übrigens, was ja auch ein total cooler Bereich ist, den wir sehr gerne haben. Bei der U-Bahn, wow, ihr habt uns so viele Kommentare geschrieben. Vielen lieben Dank dafür. Ich kann auch schon sagen, es sind die Tage, nein, ich sag nur so viel, es ist ein kleines Päckchen gekommen mit ein paar Teilen, die vielleicht interessant werden könnten für unsere U-Bahn. Ja. Danke für die vielen Vorschläge. Wir werden da jetzt mal probieren, ein bisschen weiter zu bauen. Genau. Übrigens, wenn wir hier einen Schwenk auf die andere Seite machen, also das waren die Geschichten, wo die alte Kamera wirklich große Probleme hatte. Und wie gesagt, so kleine Geschichten hat sie dann überhaupt nicht fokussiert oder man musste immer relativ lang warten. Übrigens, der Daily Bugle ist hier nicht ganz fix. Ich habe den gestern Abend nur mal hier hergestellt, weil ich mir gedacht habe, er könnte in diesen Bereich der Stadt ganz gut passen. Aber deckt er fast die Monorail-Station. Ja, sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir ihn hier lassen. Jetzt steht er mal hier, aber man kann ihn ja noch verschieben. Übrigens, wir haben bei Lidl, die gab es jetzt bei uns in Österreich mal zu kaufen, jede Menge dieser Container gekauft, dieser kleinen Teile Sortierkästen, ja. Die sind jetzt ja fast 2,5 Meter hoch aufgebaut, habe ich auch schon zum Teil eingeräumt, zeige ich euch auch, wenn es da was Neues gibt. Und Ritas Schneemonster müsste irgendwo hier sein, da sind wir zuerst vorbeigegangen. Ja, hier ist es. Ich glaube, eher auf der Hinterseite dieses Schlosses. Warum auch immer hat sich Rita jetzt noch ein Frozen Castle gekauft. Weiß nicht, man fragt sich da wirklich. Schaut's mal. Und sie hat sich das Set nur wegen dem Schneemonster gekauft. Ist das nicht ein süßes Schneemonster? Welches dann hinten in der Höhle, in der versteckten Platz finden wird. Übrigens eine bedruckte Fliese, falls ihr euch fragt. Ja, und der zieht jetzt dann bei uns ein. Ich freue mich schon. Das wird wirklich cool. Hier seht ihr immer unsere Neuheiten. Wir haben auch 1, 2 Super Mario Sets ganz billig gekauft. Die gab es jetzt bei uns beim Interspar, ich glaube um den halben Preis oder sogar 60% ermäßigt. Die unser Neffe ja liebt zum Aufbauen. Ja. Er kennt sich zwar, glaube ich, mit Super Mario 0 aus. Da ist leider in der Bildung was verloren gegangen. Ja. Aber wir versuchen da über alle Ecken und Enden ihn dazu, wie sagt man, erziehen. Ja, richtig. Ja. Hier seht ihr nochmal die Sortierkästen. Das sieht jetzt ein bisschen kriminell aus, weil die noch nicht angehängt wurden. Das heißt, das kann man noch hier ein bisschen, ja, nennen wir es schwenken. Aber wir werden ich werde mein handwerkliches Geschick hier wieder mal an den Tag legen und wir werden die hinten irgendwie an der Wand anmontieren. Auf der anderen Seite möchte ich gerne, dass man sich die noch immer mitnehmen kann, wenn man wohin geht damit. Denn es wäre ja praktisch. Dinge rausgeben? Ja, das könnte man auch, ja. Das ist nämlich das, worüber wir auch in dem schönen Stream geredet haben mit dem wunderbaren. Der Stream ist jetzt schon so lange her und Rita redet immer noch davon. Fast tagtäglich. Ja. Und da haben wir gesagt, dass das unsere Lieblingssortierkästen sind, weil man eben diese Dinger da, diese Laden herausziehen kann. Ja, richtig. Ja. Wir wollten euch heute nur mal ein kleines Update geben, wie es so aussieht, wie es so weitergeht. Wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da, wenn euch die Kamera gefällt. Jedenfalls von dem, was sie aufnimmt. Wir sind noch ein bisschen am Einstellen. Hey, wenn ich drauf bin, nachher ist das ja bitte ein Like wert. Ja, wir hoffen es. Ja, wir hoffen es inständig und wünschen euch viel Spaß, auch beim Bauen natürlich. Lasst einen Zug fahren, der hoffentlich ein bisschen weiterkommt als unserer. Der ist nur eine halbe Runde gefahren, nicht mal das. Ja. Und dann wir bauen jetzt mal. Wir haben jede Menge zu tun und melden uns dann wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Auf jeden Fall. In dem Sinne, macht's gut und bis bald hoffentlich mit der neuen Kamera. Tschüss.